einen alten Bauernhof in der Nähe eines Ortes namens Kitas Abhang. Kennen Sie diesen Ort? Hat er Sie nicht kontaktiert? Kennen Sie diesen Ort? Hat er Sie nicht kontaktiert? Wen, den Ort? Er hatte mir versprochen, dass er den Fall weiter untersuchen würde, aber dazu müsste er nach Großer Bär reisen. Und Sie wissen ja selbst, dass das dieser Tage schwierig ist. Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, Bischof Stevens. Okay. Jetzt sind wir langsam voll beladen. Dann können wir ja noch mal was reparieren. Davon werden wir ja auch leichter. Okay. Also Sprinten ist schon mal blockiert, das haben wir schon mal geschafft. Hm, 0,4, 0,6. 0. Kann ich die nicht ablegen? Ach, ich kann die hier drin nicht ablegen, deswegen. This'll come in handy. Looks like this has been here a while. Hope nobody needs this anymore. I'll take it.
So, was haben wir denn hier alles? 0,6, 0,3, 0,9, 0,2, 0,3, 0,5, 0,2, 0,3. 0,5, 0,3, 0,5, 0,3, 0,9, 0,4. So. Kein Stoff mehr. Okay. Wo haben wir jetzt wohl? Keine Ahnung, es ist dunkel. Wir schlafen jetzt einfach mal 12 Stunden. Durst. Noch Hunger? Ja. Aber die Dose mal hier loswerden. Ja, wie viele Bücher habe ich jetzt eigentlich inzwischen? Wobei, viel zu viel auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt, wir beschränken uns auf 5. Und wir haben ja sonst noch jede Menge zum Feuern, also... I think I can use this. Well, this stuff will come in handy. So, können wir die Lampe nochmal nachfüllen. So. Das haben wir damit auch gemacht. Ja, wir haben einiges an Gewicht zugelegt. Aber das ist ja normal bei dem Spiel, dass man nicht wirklich laufen kann, muss man ja leider ehrlich sagen. Aber dafür sind wir auch inzwischen jetzt ganz gut ausgestattet. Ja, damit danke ich euch fürs Zusehen. Wir enden die Folge hier an der Stelle und wir durchsuchen das Dorf dann in der nächsten Folge. Und wir kommen zurück dann zu unserer heutigen Aufnahmesession von so long dark.
Ja, wir sind in einem Dorf angekommen. Wir durchsuchen es gerade nach allem, was wir irgendwie gebrauchen können und überwichten uns dabei natürlich, wie immer. Aber gut, das gehört zum Spiel dazu. Das wissen wir ja schon als Mann. Das wird als Frau mit Sicherheit nicht anders sein. Okay, ich kann immer noch nicht sprinten, obwohl ich schon so viel abgelegt habe. Okay. Schleppen wieder viel zu viel Wasser mit uns rum, mit Sicherheit. Äh, 1,5. Aha. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder eine bessere gefunden. Das ist gut. Wir bewegen uns langsam nach vorne. Langsam aber sicher. Da steigern wir auch so systematisch unser Gewicht, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja warm kriegen. Oh, hier sind ja echt noch viele Häuser. Lecker funny. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Oder? Nee, so viele sind es gar nicht mehr. Stimmt gar nicht. Da sind wir nämlich schon gewesen. Hier kommen wir wahrscheinlich ähnlich rein. Genau. Das wieder ein zerfallenes Haus ist. Wir haben inzwischen auch jede Menge Kohle dabei. Auch nicht gut fürs Gewicht. Aber gut für warme Ohren. Das haben wir schon. Dann sind wir doch eigentlich durch. Jetzt noch der Markt. Ah, da ist noch ein Stoff. So, 5-0. Die Häuser da drüben fehlen noch. Da ist ja die Hütte, die unten noch ein bisschen abseits steht. Die haben wir auch noch nicht. Aber muss man ja auch nicht. Sie kriegt so schnell kalt. Man merkt, wie gut ausgestattet wir als Mann waren. Hi. Das ist schön für Alea. Ja. Sie wartet auf dich. Du kannst ja sagen, dass wir heute nicht mehr aufnehmen. Weil die Zeit rum ist. Ich weiß, dass ihr das alles nicht verstehen wollt. Aber ich stehe morgens um 4 Uhr auf. Looks like this has been here a while.
Das war nämlich die gleiche Diskussion, die ich gestern mit Dirk auch führen durfte, als ich dann sagte, ich muss immer anfangen, um 6 Uhr aufzunehmen. Weil ich würde ja gerne... Lass mal zurück. Ich würde ja gerne pünktlich im Bett sein und... nee, das geht nicht. Ja, sorry, aber unter den Umständen... kann ich eben halb nicht aufnehmen. Ne? Ich meine, ich muss nur mal Schlaf kriegen. Ne? Ich will einen leitenden Job bekommen. Ne? Ich will momentan nur die Vertretung. Ich will aber die richtige leitende Stelle haben. Und also nicht nur die Vertretung. Und da kann ich mir das nicht erlauben, nicht voll wach auf der Arbeit zu sein, weil ich heute Morgen war, aufgrund dessen, dass wir bis 10 Uhr wieder aufgenommen haben. Dass wir eine halbe Stunde später angefangen haben aufzunehmen, war meine eigene Schuld, weil ja auch da wieder man keine Rücksicht aufgenommen hat und einfach keiner in die Pötte gekommen ist, als ich fahren wollte. Ne? Und das ist einfach ein Problem, dass man einfach keine Rücksicht darauf nimmt, dass ich eben nicht die normalen Umstände mehr habe. Okay, hier sind auf jeden Fall offensichtlich die Einwohner. Und sie sind offensichtlich krank. Alles schwer vergrippt wahrscheinlich. Wir haben Corona. Wir haben schon seit Wochen nicht mehr genug Aufnahmematerial von Hand. Ne? Ich versuche immer wieder Aufnahmesessions zu organisieren und es scheitert immer daran, ja, dass Alea nicht kann, dann kann der Mattes nicht. Diesmal aus komplett verständlichen Gründen. Er hatte schließlich einen Termin und wurde es zu spät, dass ich aufnehmen wollte, was ich auch sagen muss, was ein Teil daran liegt, dass ich mich einfach gar nicht mehr traue zu fragen. Wenn ich eigentlich eine Aufnahmesession machen will. Weil es halt unheimlich schwierig geworden ist, halt einfach Termine zu planen, weil einfach Alea oft gar nicht mehr kann und ja, und das ist halt, ne, Dirk will und kann nicht so, wie es nötig wäre für vernünftige Aufnahmesessions. Alea will und kann nicht mehr, ja. Mit Mattes alleine macht es dann teilweise, hat er keine Lust und macht auch teilweise keinen Sinn. Kann euch alles nachvollziehen. Bloß ich weiß nicht, wie man so auf dieser Basis das weitermachen soll hier mit dem Kanal. Das ist einfach ein echtes Problem geworden. Ne, ich habe ja auch schon mehrfach so Umfragen gemacht, ob jemand Lust hat, irgendwie hier von den Zuschauern sich hier auch noch mit zu beteiligen, weil ich habe wirklich froh wäre, das Ganze hier nicht mehr alleine, sondern mehr in Gemeinschaft, noch ein mehr im Team zu haben, damit die Last auch wieder ein bisschen mehr verteilt ist. Da findet sich aber auch keiner, weil natürlich, was ich auch absolut nachvollziehen kann, die Leute auch nur ganz schwer verstehen, dass das Ganze halt auch Zwang ist, dass man sich das, ne, also wer bei welchem Let's Play mitmacht, ist ja freiwillig, aber eigentlich muss man schon in gewissem Maße sich da die Termine reinplanen und da sind, ne, man sieht es ja jetzt am eigenen Team, an dem, was jetzt noch ja übrig ist vom eigenen Team, da ist die Bereitschaft nicht so da. Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site? How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago.
far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. Okay, da fragt man sich, wie viele sind denn hier Einwohner und wie viele sind hier These Überlebende? people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Okay. Tja. Ich dachte, jetzt kann ich die vielleicht untersuchen, aber wäre sinnvoll. Bei manchen geht es, bei manchen nicht anscheinend. Let's see what's wrong here. I'll see if I can help. Ich brauche Insulin für den Mann hier. Okay. Das wird nicht leicht. I'm gonna check you over.
Gut, Trinkwasser haben wir ja. You'll feel better after you sleep. I'll see if I can help. Okay, der ist einfach noch verwirrt. Let's see what's wrong here. Selber. This might be serious. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin, and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty, but you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So, your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that
will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Das ist wahrscheinlich wahr.